Moin Moin und herzlich willkommen zum TWS und zu einer neuen Tabletop Beauty Folge. Denn in den folgenden Minuten wird mit einem Schminkpinsel auf Holz geklopft, um einen Containerbausatz aus MDF zu bemalen. Warum und wieso dafür ein Schminkpinsel nötig und was bei MDF generell zu beachten ist, erkläre ich natürlich auch. Zunächst ein paar Worte zu MDF, das für mitteldichte Holzfaserplatte steht. Denn feine Holzfasern sind neben Leim die Hauptbestandteile. Für Bausätze werden meist 2 bis 3 mm dünne Platten gelasert. Durch die Hitze des Lasers entstehen an den Kanten allerdings dunkle Verbrennungs- und auf den flachen Seiten auch Schmauchspuren. Diese dunklen Stellen und die saugende Eigenschaft der Holzfasern sind bei der Bemalung dann auch die Hauptprobleme. Ich werde meine Containerbauteile schon vor dem Zusammenbau bemalen. Einfach, um euch auch mal so eine Herangehensweise zu zeigen. Als erstes wird das MDF mit Tiefengrund bzw. Haftgrund versiegelt. Einfach dünn mit dem Pinsel auftragen und schon nach wenigen Minuten kann es mit dem eigentlichen Grundieren weitergehen. Die Versiegelung erlaubt nämlich nun das Aufbringen dünner Farbschichten, ohne dass diese an Deckkraft verlieren. Denn durch die saugende Eigenschaft des MDF müsste man ansonsten deutlich stärker bzw. dicker grundieren. Zum Grundieren verwende ich Corax White aus der Spraydose. Geht dazu wie immer nach draußen und achtet darauf, dass ihr auch die seitlichen braunen Kanten erwischt. Die Innenseiten des Containers müssen natürlich nicht grundiert werden. Schnappt euch dann ein paar Farben eurer Wahl, um das MDF zu bemalen. Mein Container soll grün und orange werden, wobei ich die orangenen Flächen noch mit einem Gelbverlauf aufhellen möchte. Beginnt mit der ersten Farbschicht aus eurer hellsten Farbe. Schnappt euch einen Schminkpinsel und tupft damit die unverdünnte Farbe komplett auf alle Bauteile. Mehr zu Schminkpinseln und dem Tupfen habe ich euch oben in einem gesonderten Video verlinkt. Durch das Tupfen bringt ihr die Farbe gleichmäßig und deckend auf und vermeidet gegenüber einem normalen Pinsel die typischen Farbschlieren. Allerdings trocknet durch das Tupfen die Farboberfläche etwas rau aus. Und klar, wer eine Airbrush hat, muss sich natürlich nicht mit Tupfen aufhalten. Ihr könnt ansonsten auch eine Spraydosenfarbe verwenden. Enthält diese allerdings Lackanteile, haftet und deckt die nächste Farbschicht spürbar schlechter. Für einen kleinen Farbverlauf mische ich nun etwas Gelb ins Orange und helle per Tupfen die mittleren Bereiche der Containerplatten etwas auf. Das muss man natürlich nicht machen, zumal es in meinem Fall ein sehr dezenter Effekt ist. Aber ich wollte es euch in diesem Zusammenhang einfach mal gezeigt haben. Auch der nächste Schritt ist optional. Schnappt euch Maskierklebeband und klebt damit die Umrandung der Flächen ab, die die eben aufgebrachte Grundfarbe behalten sollen. Ja, das ist etwas fummelig, aber nur so entstehen bei der weiteren Bemalung scharfe Farbkanten. Normales Klebeband ist hierfür übrigens nicht geeignet, weil es zu stark klebt und Farbe dran haften bleibt. Investiert daher besser ein paar Euro in richtiges Maskierklebeband bzw. Masking Tape. Tupft nun die nächste Farbe pur auf. Sollte hierbei die Grundfarbe eventuell zu sehr durchschimmern, braucht ihr natürlich 2 Schichten. Und wer kein Klebeband verwendet hat, trägt die Farbe stattdessen wie üblich mit einem normalen Pinsel auf. Danach das Klebeband vorsichtig abziehen. Fertig! Es folgen nur noch ein paar Details mit zum Beispiel einer Metallfarbe, bevor dann die Bauteile zusammengeklebt werden. Wichtig hierbei, nehmt so wenig Leim wie nötig, damit kein Kleber unschön aus den Fugen herausquillt. Wer mag, kann nun noch für Verwitterung sorgen, zum Beispiel für scheinbar abgeplatzte Farbe. Nehmt dazu zum Beispiel ein dunkles Grau oder Braun auf ein Stück Schwamm und tupft ganz leicht auf einige Kanten. Schnappt euch danach eine Metallfarbe und bemalt damit das Innere dieser größten getupften Flächen. So erschafft ihr nämlich die Illusion, dass die äußere Farbe samt ihrer dunklen Grundierung darunter abgeplatzt ist und das blanke Metall freigelegt hat. Danach könnt ihr beispielsweise durch Tupfen oder Trockenbürsten noch etwas Dreck in Bodennähe andeuten. Und wer es noch dreckiger haben möchte, kann nun zu Washes greifen. Neben Acrylwashes bieten sich hierfür natürlich Ölwashes an. Alle Infos und Techniken dazu findet ihr natürlich oben verlinkt. Wichtig ist zuvor aber eine Versiegelung mit Glanz- oder Seidenmattlack. Denn durch das viele Tupfen habt ihr eine relativ raue Oberfläche bekommen, wodurch die Washes nicht so schön bzw. realistisch verlaufen können.
Mit den Washes kann man sich natürlich nun richtig austoben und ultra realistische Schlieren erzeugen. Ich kürze das Ganze aber etwas ab, denn auch auf die Schnelle lassen sich mit Ölwashes meiner Meinung nach schon tolle Verwitterungseffekte erzielen. Wer sowas aber lieber mit Acrylwashes machen möchte, darf gerne einen Blick in ein weiteres TWS-Tutorial werfen, wo ich den Zahn der Zeit an diesem Haus nagen lasse. Das war's auch schon mit dem kleinen Bemal-Rundumschlag in Sachen MDF und der Container wäre spielbereit. Und wie gesagt, natürlich könnt ihr auch mit Spraydosen arbeiten und wem es nicht so auf die Farbmenge ankommt, kann sich auch das vorherige Versiegeln und Grundieren sparen. Aber nicht vergessen, wenn eure Sprayfarben Lack enthalten, dann haften und decken darauf mit dem Pinsel aufgebrachte Farben deutlich schlechter. Euch in jedem Fall viel Spaß beim Kolorieren von MDF und wir sehen uns natürlich nächsten Freitag. Bis dann!